Wisst ihr, was vor vielen Jahren so ein richtiger Aha-Moment für mich war? Ich sitze nichtsahnend beim Griechen, um eine gepflegte Portion Gyros zu bestellen. Da fällt mein Blick auf diese komischen blau-weißen Servietten. Darauf stehen ein paar Wörter oder Aussagen auf Griechisch und was diese auf Deutsch bedeuten. Und da sehe ich es. Ne heißt ja und Malista jawohl. Seitdem weiß ich, dass die sonderbaren Sätze in einem Spiel meiner Kindheit wirklich auf Griechisch sind. Die Rede ist natürlich von, ihr habt es schon am Titel des Videos gesehen, Age of Mythology. Neben Ne und Malista sprechen die Leute da noch einiges mehr, was nicht auf den Servietten steht. Prostagma, Prosesche, Έτοιμοι. Ismachin. Mal so am Rande, find eigentlich nur ich es lustig, dass Ne für Ja steht. Naja, weiter im Text. Age of Mythology habe ich damals in einem schönen Pappkarton beim Karstadt gekauft. Als ich diesen für dieses Video wieder rausgekramt habe, war ich überrascht, dass das Spiel hier in Europa damals von Ubisoft gepublished wurde und nicht wie die ganzen Age of Spiele heute von Microsoft selbst. Neben Battle Realms hatte Ubisoft also noch einen Strategiespielkracher im Angebot. Da es ja mittlerweile eine überarbeitete Extended Edition gibt, werde ich die Spielszenen daraus nutzen. Inhaltlich hat sich da nicht wirklich etwas verändert. Also fast. Was neu ist, dazu kommen wir später noch. Ich weiß noch, wie ich mir, wie eigentlich bei allen Spielen damals, das Intro locker 3 Dutzend Mal angeschaut habe. Besonders bei den Strategiespielen zu der Zeit konnten mich die Introfilme immer richtig stark auf das Spiel hypen. In der Version, die ich damals kaufte, oder besser mir kaufen ließ, waren 3 Fraktionen enthalten. Griechen, Ägypter und Wikinger. Das klingt im ersten Moment schon etwas wenig, wenn man das mit Age of Empires vergleicht, doch jede der Fraktionen kommt nochmal mit jeweils 3 unterschiedlichen Hauptgöttern um die Ecke, die jeweils ihre eigenen Boni mitbringen. Bei den Griechen kann man sich also entscheiden, ob Papa Zeus einem schnellere Hopliten gibt, die mehr Schaden an Gebäuden anrichten, Hades tote Einheiten wieder auferstehen lässt und Gebäude verstärkt, oder der planschende Poseidon einem Milizsoldaten zur Verfügung stellt, die aus zerstörten Gebäuden kommen. Über das grundsätzliche Spielprinzip muss ich hier vermutlich nicht viele Worte verlieren. Zusammengefasst macht man das, was man in jedem Strategiespiel der damaligen Zeit so macht. Mit seinen Dorfbewohnern Ressourcen sammeln, Gebäude errichten und Soldaten ausbilden, um den Feind besiegen zu können. Und auch wie im Halbbruder Age of Empires oder dem entfernten Verwandten Empire Earth kann man auch in Age of Mythology nach einer Weile ein Zeitalter voranschreiten. So, und hier unterscheidet sich Age of Mythology von seinen mal näher, mal entfernteren Verwandten. Wenn es an der Zeit ist, das alte Zeitalter zurückzulassen, kann man sich zwischen 2 Nebengöttern entscheiden. Jeder davon bringt wie der Hauptgott eigene exklusive Vorteile mit sich, zum Beispiel spezielle Rüstungsverbesserungen für die Einheiten. Doch damit nicht genug. Die Götter gewähren einem auch einen göttlichen Zauber und ganz besondere Einheiten aus der jeweiligen Mythologie der eigenen Fraktion. Woher das Spiel wohl seinen Namen hat. Letztere lassen sich mit der Hilfe der besonderen Ressource Gunst beschwören. Diese produziert jede Fraktion anders. Griechen müssen Dorfbewohner zum Beten an den Tempel schicken, Ägypter errichten unterschiedlich große Monumente, die von sich aus Gunst erzeugen, und die Wikinger? Tja, denen reicht es, wenn sie sich mit anderen Leuten kloppen. Hat man die nötige Gunst und die normalen Ressourcen zusammen, kann man also Zyklopen, Riesen oder so Laserkrokodile beschwören, welche gegen normale Soldaten sehr mächtig sind. Einzig Helden werden ihnen sehr gefährlich, weil sie Bonuschaden gegen mythische Einheiten austeilen. Also kann man nicht einfach die Anubis-Krieger spammen, weil die sonst ganz schnell den Schwanz einziehen, sollte der Gegner ein paar Helden gegen sie in den Kampf schicken. Was ich immer klasse an den Einheiten fand, war, dass man per Klick auf das Einheitenbild nähere Informationen über deren Hintergründe erfahren konnte. Ähnlich wie bei Rome Total War wird dort erklärt, wie die Einheit in der damaligen Zeit eingesetzt wurde oder, und das ist besonders interessant, wie die Mythologie hinter den Bestien aussieht. Was also die ursprüngliche Geschichte der Hydra war zum Beispiel. Das habe ich als kleiner Junge aufgeregt gelesen und so das ein oder andere Detail gelernt, das ich sonst wohl nie mitbekommen hätte.
Die göttlichen Zauber, die ich eben schon erwähnt hatte und einem vom Haupt- oder Zwischengott zur Verfügung gestellt werden, sieht man in der Leiste oben und kann sie, je nach Effekt, auf eigene oder gegnerische Einheiten oder Gebäude einsetzen. Es gibt Blitzschläge, Meteoritenhagel oder auch Regen, der für kurze Zeit die Sammelrate auf den Feldern beschleunigt. Richtig toll fand ich immer die Schatzkammer, die alle Rohstoffe automatisch gesammelt hat. Der Sohn des Osiris mit seinen Kettenblitzen haut aber auch ganz schön rein. Der für mich auf der anderen Seite mit Abstand schlimmste Zauber war immer der Fimbul-Winter. Es beginnt zu schneien und an den Dorfzentren erscheinen Wölfe, die sofort richtig Bock auf die Dorfbewohner haben. Wenn man da nicht aufpasst, kann einem ganz schnell die komplette Wirtschaft wegsterben. Natürlich findet man im Laufe der Zeit seine Lieblingskombination aus Hauptgott und Zwischengöttern, aber dennoch ist es eine gute Idee gewesen, dass man die an sich geringe Anzahl an Fraktionen durch diese Variation noch etwas unterschiedlich gestalten kann. Zumal ich teilweise hin und her gerissen bin bei der Auswahl der Zwischengötter. Ich habe da mal Lust auf eine bestimmte mythische Einheit, aber die Boni, die der andere Gott mit sich bringt, sind auch sehr schmackhaft. Am geilsten sind sowieso die Tiere des Seth. Also jetzt nicht unbedingt, weil sie besonders stark sind, sondern weil die geile Geräusche von sich geben. Das war immer ein Highlight bei uns, wenn ich zusammen mit meinen Freunden gespielt habe. Genau wie der Soundtrack. Immer wenn ich heute eine Runde mit Zurafta spiele, quietschen wir die Melodien mit. Wie gut der Soundtrack einfach ist. Neben der schon angesprochenen unterschiedlichen Generierung von Gunst unterscheiden sich die Fraktionen auch sonst teils mehr, teils weniger voneinander. Bei den Ägyptern, mit denen ich immer am liebsten gespielt habe, kosten die meisten Gebäude gar nichts oder Gold. Sie haben einen Pharao, der Gebäude buffen kann, und darüber hinaus können die Jungs und Mädels vom Nil Söldner für Geld herbeirufen, welche aber nach einer Weile wieder verschwinden. Die Wikinger hingegen können ihre gesammelten Ressourcen zum Haupthaus bringen oder sie nutzen für die Ablage einen Ochsenkarren, der als mobiles Lager dient. Ich fand's immer lustig, dass der Ochse scheinbar auch sprechen kann, so wie jeder andere Wikinger. Wirklich sehr gebildete Tiere. Außerdem haben sie neben den normalen Dorfbewohnern auch noch Zwerge, die besonders gut Gold sammeln können. Und der größte Unterschied zu den anderen beiden Fraktionen ist, dass die Dorfbewohner nur Felder anlegen können. Die normalen Gebäude werden von den Fußsoldaten errichtet, was einen Vorteil mit sich bringt, weil man nicht umständlich Dorfbewohner zur Front bewegen muss, um vielleicht eine Kaserne etwas dichter am Feind zu errichten. Das spart auch generell ein paar Plätze im Bevölkerungslimit, die sonst mit dem Bautrupp der ansonsten für die Schlacht eher unnötigen Dorfbewohner belegt wären. Weil man nur begrenzt Wohnhäuser bauen kann und Dorfzentren nur an bestimmten Orten der Karte errichtet werden dürfen, liegt das bei etwa 200. Hinzu kommt, dass die Einheiten oft mehr als einen Platz in der Bevölkerung einnehmen. Mythische Einheiten teilweise sogar bis zu 5. So sind die Armeen, die man später in die Schlacht führt, relativ klein. Klar, man kann sagen, dass man sich dadurch besonders Gedanken machen muss, welche Einheiten man mitnehmen möchte, aber ich fände größere Armeen schon cooler, gerade weil Age of Empires bereits deutlich imposantere Massenschlachten zuließ. Ach so, und die Griechen spielen sich eigentlich relativ normal. Auf den Karten stehen vereinzelt Reliquien herum, die von den Helden in die Tempel gebracht werden können. Anders als bei Age of Empires erzeugen die kein Gold, sondern gewähren gewisse Boni, die mal mehr, mal weniger gut zu gebrauchen sind. Das war immer ein kleiner Anreiz, sich auf der Karte umzusehen. In Age of Mythology habe ich neben den zahllosen Skirmish-Partien auch die Kampagne sehr ausgiebig gespielt. Dort spielt man Akanthos, der von Atlantis aus loszieht, um in Troja zu kämpfen und unterwegs so einiges erlebt. Doch auch nachdem man aus dem trojanischen Pferd aussteigt und sich durch Troja geschlichen hat und die Stadt erobert, geht die Reise weiter und führt Akanthos und seine Mitstreiter in die anderen Reiche der Welt. Man fängt also mit den Griechen an, spielt dann später mit den Ägyptern und kommt dann zu den Wikingern. Ich fand super, dass in dieser Kampagne alle Fraktionen irgendwie mit eingebunden worden sind. Zudem sind die Ingame-Zwischensequenzen auch heute noch ganz gut anzuschauen und waren damals für mich immer eine Motivation, die nächste Mission erreichen zu wollen.
Eine Mission ist mir bis heute im Gedächtnis kleben geblieben. Dort muss man den bösen Zyklopentypen daran hindern, dass er mit einer riesigen Ramme ein Tor zur Unterwelt zerstört. In meiner Erinnerung war das ein Rennen gegen die Zeit, denn man bekommt nur nach und nach weitere Truppen, doch die Ramme klopft unentwegt an die solide Tür an und hat eine ganze Menge an Lebenspunkten. Doch beim Wiederspielen war das jetzt gar nicht so episch, wie ich das in meinem Kopf abgespeichert hatte. Aber gut, man muss da auch wieder bestimmt 15 oder mehr Jahre Erfahrung mit Videospielen abziehen und dann kann das schon etwas fummelig und knapp gewesen sein. Sage ich jetzt mal so. Während ich zu Beginn die Kampagne ganz brav so gespielt habe, wie sie gedacht war, hat sich mit der Zeit ein bisschen was verändert. Ich hatte die Cheats entdeckt. Wie jedes vernünftige Strategiespiel damals hatte auch Age of Mythology Cheatcodes, mit denen man sich das Spiel etwas vereinfachen konnte. Natürlich konnte man sich klassisch Ressourcen ercheaten oder einen großen Typen mit Mistgabel beschwören. Doch absolut ungeschlagen sind für mich die beiden Codes Wuff-Wu und O-Kanada. Die lassen nämlich die mit Abstand besten Einheiten spawnen, die es im Spiel gibt. Sowohl von den Werten als auch vom Aussehen. Wuff-Wu erzeugt ein fliegendes Nilpferd mit Zylinder, welches einen Regenbogen hinter sich herzieht und Feinde mit Herzen küsst. Zudem bewegt sich das Nilpferd unglaublich schnell, doch das ist nichts im Vergleich zum glorreichen Laserbären mit seinen Affen. Der rast nur so über die Karte und macht mit jeder Einheit kurzen Prozess. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich im ersten Moment gedacht habe, als ich die das erste Mal gesehen habe. Aber ich schätze, das muss etwas in der Art gewesen sein wie geil ist das denn? Solche zusätzliche Arbeit nur für dumme Cheats zu machen, rechne ich den damaligen Strategiespielen hoch an. Alleine auch die Hintergrundgeschichte der beiden, die man natürlich, wie bei den anderen Einheiten, per Klick auf das Bild erfahren kann. Nachdem ich diese sehr mythischen Einheiten entdeckt hatte, habe ich mich teilweise durch die Mission gemogelt, wenn der klassische Weg mal zu lange dauerte. Je größer meine Freude war, wenn mehrere Nilpferde und Bären mir zum schnellen Sieg verhalfen, desto größer war die Trauer, wenn ich in einer Mission mal kein Dorfzentrum hatte, denn dann funktionierten die Cheats nicht. Nachdem Zurafta unter dem Empire Earth Video etwas von einem Vulkan in seiner Basis erzählte, erinnerte ich mich noch an eine andere großartige Situation mit den Cheats. Wir spielten einmal zusammen auf einer Karte, bei der man zu Beginn auf einer kleinen Insel startet und erst im zweiten Zeitalter per Schiff aufs große Festland übersetzen kann. Nun waren die Cheatcodes aktiviert und ich wollte ihm den dritten überragenden Cheat zeigen. Also tippte ich Borg Borg Boom ein und erhielt den göttlichen Zauber Hühnerlawine. Während ich mit meiner Maus auf seine kleine Basis mit den paar Dorfbewohnern zielte, sagte ich noch: Ach, keine Sorge, wir sind Verbündete, das richtet keinen Schaden an. Die Hühner flogen vom Himmel, und zerplatzten dann in ihre Einzelteile. Und mit ihnen auch alle Dorfbewohner von Zurafta. Ich fand das so lustig, weil ich wirklich nicht damit gerechnet hatte, dass das passiert und muss jetzt auch beim Schreiben des Texts und Aufnehmen immer noch ein wenig schmunzeln. Aber ich glaube, Zurafta sieht das ein bisschen anders. Kurzer Einschub zum Multiplayer. Wie auch bei Age of Empires kann man auch hier im Chat Zahlenkombinationen eingeben, um kurze Sprüche zu senden. Zum Beispiel: Die Kampflust wird euch vergehen, wenn ich euch erst den Kopf abgerissen habe. Oder und dann gibt es noch die 999. Hier wird sehr hoch This is RTS 3 gesungen, was wohl damit zusammenhängt, dass Age of Mythology der dritte Teil der Age of Spiele war. Das ist auch so ein netter kleiner Einfall der Entwickler. Einige von euch fragen sich sicher schon die ganze Zeit, wann ich mal auf die Titans-Erweiterung zu sprechen komme. Genau jetzt ist dieser Moment. Doch ich habe damit gar nicht so riesige Berührungspunkte, weil ich damals nur das Grundspiel gespielt und erst mit der Extended Version überhaupt richtig davon mitbekommen habe. Die Erweiterung bringt neben einer neuen Kampagne und einigen neuen Einheiten auch noch die titelgebenden Titanen mit. Diese können, ähnlich wie ein Weltwunder, erschaffen werden
und sind brutale Einheiten, die eigentlich alles kurz und klein klopfen, das nicht bei 3 auf der Pyramide ist. Wenn man also schneller als der Gegner ist und einen Titan beschwört, bevor der überhaupt noch darüber nachgedacht hat, hat man im Prinzip schon gewonnen. Darüber hinaus führt Titans auch eine 4. Fraktion, die Atlanta, ein. Ich weiß ja nicht, ob ich mit dieser Meinung allein dastehe, aber ich finde die maximal overpowered. Nicht nur, dass deren Dorfbewohner alle Rohstoffe sofort sammeln, weil sie nicht zum Kornspeicher oder zum Dorfzentrum zurücklaufen müssen, da sie einen Esel dabei haben. Nein, sie sammeln auch Gunst automatisch, können die meisten ihrer göttlichen Zauber mehrfach wirken und zudem jede beliebige Einheit zu einem Helden aufwerten. Zwar nicht endlos, aber dennoch ziemlich stark. Also ist mit den Atlantern nicht gut Kirschen essen, wenn man die als Gegner hat. Ich habe mich beim Entdecken dieser ganzen Vorteile gefragt, wer hat diese Fraktion eigentlich so abgenickt? Aber ich muss zugeben, dass es schon Spaß macht, mit denen zu spielen. Zur Kampagne kann ich wiederum kein wirkliches Fazit ziehen. Da habe ich zwar reingespielt, so investiert wie bei der Akantos-Geschichte war ich hier aber nicht mehr. Was vielleicht am Alter liegt. Eine Weile nach dem Release der Extended Edition erschien auch ein DLC mit einer 5. Fraktion, den Chinesen. Das Add-on wurde stark gescholten, weil die Kampagne, die darin enthalten war, wohl sehr buggy gewesen sein soll. Ich kann das weder bestätigen noch abstreiten, da ich auch hier nur die ersten Missionen mal angespielt habe. Die Fraktion an sich ist schon ganz cool, hat zum Beispiel Gärten, die automatisch eine ausgewählte Ressource produzieren können, und fernöstliche Einheiten und deren Mythologie finde ich interessant und ich finde, die passen ganz gut in diese Welt. So richtig das Feuer konnte das Add-on bei mir aber auch nicht entfachen. Ich spiele weiterhin lieber mit den Ägyptern. Letztendlich machte Age of Mythology einige Dinge anders als die normalen Teile der Age of-Reihe und deshalb mochte ich es damals wie heute sehr. Während Age of Empires nach dem 2. Teil, der kurz vor Age of Mythology rauskam, noch einen 3. und vor kurzem einen 4. Teil bekommen hat, wartet man auf einen 2. Teil von Age of Mythology vergebens. Ich könnte mir vorstellen, dass es sicher noch einige Geschichten aus speziellen Mythologien gibt, die es wert wären, erzählt zu werden und am Ende ein cooles Spiel ergeben würden. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann noch mal was in dieser Richtung. Würde mich das freuen? Ne. Party!